Saletti miteinander, eine kurze Info vorab. Ihr könnt diesen Hübel hier gewinnen, und zwar über die ganze Serie von Mofa vs. Wild. Wir bauen jetzt einen Adventure-Hübel für einen für euch, damit ihr gleich viele Abenteuer könnt haben wie wir auf dieser Reise. Jetzt geht's aber los, viel Spaß mit Mofa vs. Wild. Das Spiel funktioniert folgendermaßen: Wir gehen 4 Tage auf Roadtrip durch die Schweiz, aber nicht miteinander, sondern 3 gegeneinander. Das heisst, der Elias, der Sidi und ich. Unterwegs geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Das heisst, wenn man eine Aufgabe richtig erfüllt, kommt man Punkte über. Ja, da ist Gabel, jawohl, das Heu. Das mit dem Rasieren wird noch schwierig. Heisst, ich muss Kleider suchen. 30 Minuten, Mann. 30 Minuten ist verdammt viel. Darum werde ich die Aufgabe nicht machen. Wenn du die Tageschallenge nicht erfüllst oder falsch umsetzt, gibt es keine Punkte. Insgesamt dürfen wir 10 Kilogramm Gepäck mitnehmen. Die Kleider, die wir anhaben, zählen dort aber auch dazu. Pro 500 Gramm, die wir daheim lassen, heisst 500 Gramm weniger, gibt es gerade am Anfang schon mal Pluspunkte. Der Inhalt von diesen 10 Kilogramm ist natürlich jedem freigestellt. Ob er jetzt Unterhosen spart und dafür einen Schlafsack mitnimmt oder wie auch immer, kann jeder entscheiden, wie er will. Wo es genau angeht, weiss niemand von uns. Am Morgen um 7 Uhr dürfen wir jeweils ein Kuvert aufmachen, wo die Etappe drin ist mit dem Tagesziel. Wer das Ziel als erstes erreicht, hat am meisten Punkte. Also Geschwindigkeit zählt. Grundsätzlich sind die Fahrzeiten vom 8 bis 5 Uhr am Abend. 5 vor 5, das heisst, ich darf eigentlich nicht mehr fahren. Wenn man zu diesem Zeitpunkt noch weiterkommt, darf man das Töffel maximal stoßen. Wenn man fährt, gibt es auch einen saftigen Punktabzug. Ein wichtiger Punkt ist, das Töffel darf nie mehr als 50 Meter von dir entfernt sein. Das heisst, du gehst posten, musst du dir überlegen, in welchen Laden gehe ich, wo stelle ich das Töffel an. Sogar beim Schlafen ist das Töffel in nächster Nähe und nicht weiter weg als 50 Meter entfernt. Um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, haben wir natürlich wie früher auch weder GPS noch Handy dabei. Das Budget pro Tag ist 20 Franken. Wir haben also 80 Franken für die ganzen 4 Tage. Mit dem müssen wir natürlich einfach durchkommen. Das heisst, Benzin muss drin liegen, das Essen bestenweise und eine Unterkunft liegt wahrscheinlich nicht in dem Budget drin. Man darf sich aber auch nicht als Mofa-Kult-Mitglied outen, um sich einen Vorteil zu erschleichen, sonst gibt es auch wieder einen Punktabzug. Macht das auch Firma oder wer macht das? Ja, Mofa-Kult, ja. Vom Mofa-Kult, da gibt es Mofa-Kult. Ich habe noch eine gute gegeben. Wir werden jeden Tag eine Bonusaufgabe bekommen, wo wir uns extra Punkte ergattern können. Und ich bin richtig gespannt, was hier auf uns zukommt. Gib 100 Punkte. 100 Punkte. 100 Punkte oder 0. Nein, es tut mir leid. Der Gewinner ist der, der A am Ziel ankommt und B am meisten Punkte hat am Schluss von diesen 4 Tagen. Hier wird heute mein Schlafplatz sein. Soll ich noch jetzt Leute suchen, die ich ein bisschen ziehen kann? Ich glaube, irgendwo da hinten ein bisschen versteckt baue ich mir mein Tarp auf. Das Paradies für Hundefreunde. Aber ich habe natürlich etwas Wichtiges vergessen. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil es ist kurz vor der 5 Uhr. Ich kann nicht mehr ins Dorf fahren und wieder zurückfahren, weil dann würde ich die Zeit überschreiten. Das heisst, ich muss jetzt schnell eine Lösung finden, wenn ich ein Feuer mache. Aber ich weiss, glaube, wenn ich das anbringe. So, als erstes nehmen wir hier den Kerzenstecker. Da habe ich als Ersatzwerkzeug noch dabei. Kerzenstecker, Kerzen und ein Pneuflick-Set habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht, aber mit dem können wir uns heute aushelfen. Als zweites irgendetwas, das wir nicht mehr brauchen, zum Beispiel eine Anleitung, die es durchgeht von heute, die erste Etappe. Und dann Trick 77. Mal schauen, ob das funktioniert und wie gut das funktioniert. Jetzt gehe ich hier mal an die Kerze. So, nehme ich die Kerze mal raus. Dann tun wir die hier rein und da anlegen. Und jetzt, wie ihr natürlich wisst, gibt es ja hier einen Funken, wenn man treten. Mal schauen, ob man das sieht. So, da gibt es einen Funken. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Brennbares. Da habe ich hier natürlich im Tank drin. Zum Glück habe ich vorher noch aufgedieselt. Noch ein bisschen zusammenrollen. Und hebe das da mal in den Tank hier. Eben ja, unbedingt bitte nicht nachmachen daheim, weil es ist natürlich nicht ganz ungefährlich, die ganze Geschichte. Leute suchen, die ich ein bisschen ziehen kann. Noch dort meine Challenge, Tageschallenge, ein bisschen mehr Punkte sammeln. Oder soll ich sagen, ich chill jetzt und schieß drauf, weil auf der einen Seite ist, wenn du
Dort hast du 50, 40 und glaube 20 Punkte. Also ist nicht so eine grosse Differenz. Das heisst, von dem her, ja, ist die Frage, ob es sich lohnt, der Aufwand, das Benzin, das man verbraucht zusätzlich, die Kosten, die anfallen, ob es sich lohnt oder ob man Energie spart. Ich glaube, ich gehe auf Energie sparen heute. Ich chille es da heute ein bisschen. Ich habe noch mal die Challenge durchgelesen. Vom Nacktsein. Und es ist eigentlich so formuliert, dass nach 30 Minuten auf deinem Mofa einfach eine nackte Fahrt machen, aber es steht nicht wie lang. Also ich glaube, es könnte sogar sein, dass man einfach nach 30 Minuten auf dem Mofa, wo du gefahren bist, einfach schnell hättest können auf deinen Hobel hocken, schnell nackt sein, 2 Minuten und wieder absteigen. Und ich habe es heute Morgen wahrscheinlich zu wenig gut durchgelesen und habe dann halt einfach gedacht, 30 Minuten nackt sein. Und es ist eigentlich auch egal, ist mal etwas, jetzt habe ich wieder mal etwas gemacht in meinem Leben, was ich noch nie gemacht habe. Von dem her ist auch wieder schön. So, das Tab wird aufgestellt. Das Töffel macht den einen Eingang, Ausgang zu. Der andere bleibt offen. Die Hülle vom Schlafsack habe ich schon mal angelegt. Das Schlafsackmäntel mache ich dann am Abend. Das Moskitonetz auch schon mal aufbauen. Dort beim Kopf, weil es zu wenig hoch ist, beim Kopf alles noch ein bisschen aufgebunden, dass man das nicht einfach auf dem Gesicht liegt. Und mich Moskitos gleich stechen. So ist das echt tipptopp. Jetzt ist vorher der Bauer durchgelaufen. Hat ein bisschen vorgehend geschaut. Also ich glaube, es war der Bauer. Liegt doch hier schon hinten nachher. Ja, ich schaue jetzt mal. Tschüss, jetzt mache ich da vorne, lese ein bisschen in meinem Buch. Und dann kommt ja nochmal und zeigt. Verreis. Mal da. So, also, da hinter mir steht immer noch alles. Ich lade das jetzt mal. Der Bauer hat jetzt nichts gesagt, als er nochmal vorbeigelaufen ist. Ich gehe jetzt aber einfach nochmal ein bisschen auf Erkundungstour, weil, ja, wie gesagt, es ist früh, 3:30. Ich habe eigentlich nichts mehr zu tun bis zum Nacht. Ich fahre jetzt eine Runde Hübel, hole nochmal Wasser und ja, schauen mal, was da so zu sehen gibt. Viel Bögli am Bauen. Oh, der ist gut. Aufgespannt. Boah. Noch mal einen Stecker. Noch einen Pfeil, ne? Ein guter alter Pfeil. Machen wir mal noch einen Pfeil da. Ich kann alles. So. Erster Testversuch. Noch einen Pfeilbogen. Ich kann nicht gerade stecken. Oh. Nicht stecken. Yeah! Woohoo! Mach den Bürli. So, mein Herzgefühl. Ich sage euch einfach eins, das ist ein Traum hier. Ich glaube, ich kann das fast nicht verraten, den Spot. Der ist einfach absolut genial, wirklich. Vielleicht schlafe ich dann da vorne, mit dieser Aussicht, und euch das mal geben. Nein, hey, es ist einfach gigantisch, der Platz.
hier vorne schlafen. Hier, Pole Position. Du siehst einfach über alles drüber. Über alles. Das ist ein absoluter Megatraum. Ich fühle es. Das ist der Shit. Es ist so schön da, echt, es ist so absolut schön. Richtig geil. Da hinten ist jetzt mein Plätzchen. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingerichtet. Und ich habe mich jetzt entschieden, um nicht mehr Leute zu fragen, ob sie mit mir mitfahren. Weil ich will Geld sparen für das Benzin. Und da oben hat es wirklich nicht mehr so viele Velofahrer und so. Darum habe ich jetzt gesagt, wir haben es gehen. Ich lasse und bleibe darum jetzt auch ein bisschen da, chill ein bisschen, köcheln nachher wahrscheinlich noch irgendetwas und ja, genau. Und genieße jetzt einfach ein bisschen den Ort, richtig schön. Und es brennt affengeil. So, schauen wir da an. Ich als alter Pfadfinder das wieder geschafft habe. Cool. So, das Feuer brennt, wie ihr seht. Ein riesen hoher Feuer schon. Das heisst, ich kann jetzt anfangen Reis kochen. Wichtig bei Reis, immer so viel nehmen, wie man denkt, ist richtig. Es ist immer zu viel. Ich glaube. Mal lange. Wichtig, immer Blötchen Wasser nehmen. Salz. Gut. Ah, halt. Wow, heiß. Oh Mann! Da sind mehr wie 50 Meter! Da sind mehr wie 50 Meter! Ich habe dich auch gesehen, du bist an mir vorbeigefahren. Schon, ich bin auch wieder ins Land geflogen. Wenn wir gesagt 50 Meter, ihr habt es gesehen. Oh Mann. Ich so, ja, mir ist voll langweilig, ich habe das Zelt schon aufgebaut. Ich mache jetzt mal eine Runde, gehe dann nochmal Wasser holen. Da vorne, 100 Meter oder so. Nein, So, ein bisschen Zeit umbringen. Einmal ein bisschen schnitzen. Und jetzt langsam aber sicher mich mal ums Feuer kümmern. Damit ich nachher meinen sehr, sehr feinen, exklusiven Nacht da warm machen kann. Ja, das ist wirklich warm machen, nicht bröteln. Gut! Jetzt war ich am Schnitzen und dann ist mir die Idee gekommen, dass ich eigentlich, also ich habe ja ein Feuerzeug dabei, ich habe auch Anzünder und alles dabei, ich habe meine 10 Kilo ausgenutzt. Aber ich habe auch mein Messer dabei und das ist so ein Feuerstahl. Ich habe das noch nie gebraucht, ich habe nicht wirklich Erfahrung mit dem, aber ich habe das Gefühl gehabt, das haben wir eh Zeit, ausprobieren. So, das ist jetzt gerade meine Konstruktion, die ich gemacht habe. Dass ich jetzt hier mal ein noch ein Interview machen über den Tag. Mal schauen, ob sich eben... Ja, der heutige Tag eben, ist eigentlich sehr cool. Es war wirklich eine schöne Fahrt, auch mega geil. Mit der Challenge
ist eigentlich gegangen, also zum Umsetzen. Wie gesagt, ich glaube heute Morgen, also auch das Nachtsein, das Nachtfahren ist gegangen, vor allem dort oben durch. Hat schon Dörfli und so, aber hat nicht mega viele Leute gehabt. Und die Leute animieren zum Mitfahren ist grundsätzlich auch gut gegangen. Ich versuche immer währenddem, dass ich schnell fragen, hey, wir sind hier in der Challenge, wollt ihr mitfahren oder könnt ihr mich unterstützen? Und das geht eigentlich recht gut. Jetzt eben, wenn du dann am Schluss schon am Ziel bist und ja, und jetzt noch irgendwie sollst du Leute animieren, dann ist halt eben, du musst wieder weg von da, oder? Und das ist dann immer ein bisschen schwieriger. Darum habe ich mich jetzt entschieden, ich lasse bei dem und schaue mal, was die anderen machen. Was ich gemerkt habe, ist, heute Morgen bin ich wahrscheinlich zu euphorisch gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt gerade weg, weil wir zu dritt am gleichen Ort gepennt haben. Und dementsprechend habe ich die Aufgaben nicht so gut gelesen, weil ich habe gemerkt, es hat 2-3 Sachen drin, die ich glaube, wo wir dort Lappen sind. Ist es 30 Minuten nach dem ersten, nach dem 8. zum Beispiel, also um 8:30. Oder ist es einfach nach 30 Minuten auf dem Töffli, egal wann. Darum glaube ich, hoffe ich jetzt fest, dass ich die Punkte bekomme. Und nicht, dass sie meinen, wenn du nach 30 Minuten auf dem Töffli gerade dann müsstest fahren, das wäre hure fies, weil dann hätte ich 0 Punkte. Und obwohl ich nachher gefahren bin. Und ich denke jetzt mal, der Rauscher, ich glaube nicht, dass der durchzieht. Also ich wüsste es nicht, vielleicht. Elias, denke ich, wenn er richtig gelesen hat, wird er es so gemacht haben, dass er irgendwie irgendwo hingefahren ist, schnell im Wald, 2 Minuten irgendwie schnell nachts war und dann wieder weitergefahren. Aber nicht so wie ich, wahrscheinlich 30 Minuten. Und das Zweite war, da habe ich auch noch gemerkt, ich finde so viele Mitfahrer wie möglich. Und ich bin ja mit einem, die sind ja mit mir gelaufen. Ich weiss halt nicht, ob das zählt. Grundsätzlich glaube ich, dass es ja darum geht, dass einfach Leute mit dir mitmachen. Ich hoffe, das gilt gleich und sie müssen nicht einfach auf Rädchen sein, also nur Velo oder Töffli oder Auto. Wirklich einfach, macht es so Spass, mit dem Töffli unterwegs zu sein, in der Natur, durch die schönen Landschaften durchzudüsen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, auch kein Handy zu haben. Ich finde es mega schön, weil du musst halt reden, du schwätzt dann mit den Leuten. Und ja, wieder mal so ein bisschen aus der Komfortzone raus. Sachen machen, die du vielleicht im Alltag nicht machst. Ja, ist geil. Ist echt geil. Kann ich jedem empfehlen. Also wenn es irgendwann öffentlich wird, dann könnt ihr euch bewerben. Und dann kann jeder mitfahren, der will. Das wäre eigentlich das Ziel. Dass man es irgendwann machen mit freiwilligen Teilnehmern. Und dann kann man etwas gewinnen. Das wäre doch geil. 1000 Franken Mofa Gucci. Wer ist dabei? Und ganz schnell flackt es auf. Ist sehr schnell wieder weg und wieder einmal zwischen den Rennengang rühre ich also wieder rüber. Und dann müssen wir so ein bisschen gut jetzt unterholen, so ein bisschen Graszeug. Der Untergrund ein bisschen hart ist sicher nicht schlecht. Da tue ich schon drauf jetzt. Yes, nice. Woo. Ich habe mich vorher gerade entschlossen, noch ein bisschen so Mitrider suchen, die mit mir mitfahren. Weil es einfach so geil
geil! Kommst du ein bisschen mit mir mit? Super! Danke! Also, der Krebsgott begleitet mich, hat ein Flörli. Ja, du, jeder Punkt zählt, gell? Man weiss es nicht. Was? Gut! Okay. Ist die Name? Kevin, geil! Der Kevin begleitet mich da noch ein Stückchen. Und ich kann weitere Punkte einfangen. Juhu! Ich habe noch den Dario gefunden. Dario, Saluti. Er begleitet mich noch ein Stückchen auf meinem Reisli. Und ich glaube, es geht in die Richtung, oder? Ja, zum Goal. Genau, wir gehen mal hier runter und let's go. Und einfach die ganze Zeit laufen. Wirklich geil. Ja? Nein. Dario, richtig cool, mach's gut. Ciao. Hat mich gefreut. Schönen Tag. Ja. Und wir hören, da kommt noch schon wieder ein Hügel. Hey, wie viele Töpfe hat es da? Alven, ich habe hier 2 neue Mitfahrer gefunden. Wie ist die Name? Der Florin und Valerie. Sehr geil. Die begleitet mich noch ein Stückchen hier vorne zu meinem Schlafplätzchen. Und dann ist schon bald 5 Uhr und wir dürfen nicht mehr fahren. Darum, let's go. Ah, 16:44, ich bin wieder back. Es hat sich richtig noch gelohnt, noch ein bisschen rauszugehen. Ich habe coole Leute noch kennengelernt. Der Florin, guter Typ Florin, der absolute Wheelie-Gott, ihr werdet es nachher sehen. Ich wünsche mir, ich könnte so gut wheelen wie der Florin. Ich muss noch üben, richtig üben. Ja, jetzt kommt es aus, wer das zählt, ob das Laufen auch zählt. Und dann hoffe ich einfach, dass die anderen weniger haben. Fuck! So. Nur ein bisschen Krafttraining machen. Geile Sachen. Schau mal, was ich mir heute gegönnt habe. Rande, Kohlräbli, Würst, Rüebli, Herdöpfeli, Brie, Brot, Hummus, fuck, jetzt habe ich mir das richtig gut gelassen. Und ich habe glaube noch, so viel es mir recht ist, etwa die 42 Stutz oder so. Also bis jetzt eigentlich jeden Tag durchgekommen. Ich habe auch immer wieder ein bisschen Kohlen bekommen von den Leuten. 1-2 Mal haben sie mir einen Tank gezahlt oder einmal hat die eine, Daniela, hat mir hier ja 12 Stutz gegeben. Das war ganz geil, das habe ich echt gefeiert. Und bis jetzt muss ich eigentlich gar noch nicht gross erschnarren. Also bis jetzt geht es gut auf so. Mal schauen, wie es die nächsten Tage aussieht. Je nachdem, was wir machen müssen, brauche ich dann vielleicht Kohle. Frische, feine Rande. Direkte Kohle. I love. Machen wir da mal ein bisschen Platz, ne? Ich musste mal da hinpflegen. Da. Oh, geil. Machst ein kleines Nestchen. So, Number 1. Number 2. Jetzt hole ich auch noch Herdöpfeli. Und nochmal eine Rande. I like. Das letzte noch. 2, 4, 6 Herdöpfeli. Das ist einfach das Geilste. Noch schön schwarz werden lassen. Ja, rein mit. Ein kleines Würstchen, ne? Fuck, geht's mir gut. Edel mal Edel. Ich bin ja das Bild unten im Aldi noch schnell gepostet. Das hat mich wahrscheinlich den Sieg von der Etappe gekostet, weil der Sieg ist gerade eine Viertelstunde vor mir dort. Traurigen Anblick, den wir hier haben. Der Sieg war zuerst und hier hören schon irgendwo rumschäkern, oder?
Sidi, du hast doch geschissen! Haben aber dafür günstig Zeug einkaufen, wo der Sidi dann in der Lande hat müssen. Und haben wir ein cooles Menü zusammengestellt. Da gibt es Ladenbrot, kann ich nachher schön hier Stein tun, Hummus dazu. Da Hummus dazu, Falafel Wärme drin schmeißen, guten Appenzellerkäse und ein bisschen Rüebli an. Morgen ist auch noch drin, habe ich also alles. Fürle ist ready. Geil, schönen Abend jetzt. Der schöne Sonnenbrand ist übrigens von Tag 1. Bis dahin eingecremt und dann der Ärmel sogar. Top. Ja, der sieht doch top aus. Haben wir schon ein bisschen dran gehabt. Ja, ein bisschen näher gewesen. Wird aber warm. Die Falafel werden auch warm. Kommen die noch alle dort rein. Und dann da rein. Top. Mein gewünschter Schlafplatz ist gerade von einer Herde Kühe eingenommen worden. Und zwar da. Hätte ich da vorne auf der Wiese pennen. Das war cool gewesen. Vor 10 Minuten ist da eine ganze Herde Kühe gekommen. Aber schau mal das Panorama, hey, cool. Cool. Aber jetzt penne ich dann dort hinten im Häuschen, das ich vorher gesehen habe. Dort neben dem Grill. Aber dort sind jetzt noch Leute drin, darum kann ich jetzt noch nicht dort aufbauen. Mit dem heutigen Tag bin ich eigentlich nicht wirklich zufrieden. Ich habe eine Challenge nicht gemacht, beziehungsweise den Sport begriffen und vielleicht auch falsch interpretiert, ich weiß es nicht. Bei der anderen Challenge muss ich schauen, ob das zählt, ob die 20 Velofahrer zählen, wo ich mit ihnen mitgefahren bin, beziehungsweise wir zusammen etwa 150 Meter. Da wird dann der Schiri entscheiden, ob das zählt oder nicht. Dort könnte ich noch Punkte holen. Alles andere habe ich leider nur die Minimumpunktzahl geholt. Ich war als letzter da leider. Verfahren ist immer doof. Darum morgen ein bisschen besser schauen, wo es durchgeht, beziehungsweise eher mal die Leute fragen. Weil einmal verfahren ist halt schnell mal eine Stunde weg. Ja, die Herausforderung heute war, abzuschätzen, will ich Gas geben oder nicht. Weil eben, nachdem ich falsch gefahren bin, musste ich abschätzen, dass ich wahrscheinlich der Letzte bin. Darum habe ich dann nicht mehr aufs Tempo gedrückt und habe eher geschaut, dass ich einfach einen schönen Weg fahren kann. Werde ich morgen hoffentlich anders machen. Genug für das Zeug anschauen und die Routen anschauen, was durchgeht, mögliche Routen und dann halt eben die Leute fragen. Lieber die Leute einmal mehr fragen, wie da eine Stunde verlieren wegen einer Falschfahrt. Auf was ich morgen besonders werde achten, dass ich halt die Challenges wirklich gut durchlese, weil heute auch 2-3 Mal durchgelesen, überflogen, dann losgefahren und einfach im Kopf ungefähr gewusst, was machen, aber halt nicht ganz genau und darum dann auch nicht bestanden. Morgen am 7. einfach mal das Zeug anschauen, 2-3 Mal lesen und auch wirklich Gedanken machen, du, was ist mir wichtig, will ich es machen oder will ich eher aufs Tempo drücken und am Schluss das machen. Aber sonst ja, bin ich optimistisch, dass es morgen ein bisschen besser läuft. Früher abschätzen, will ich aufs Tempo drücken oder nicht. Weil Verfahren liegt einfach nicht drin. Lieber mal einmal mehr fragen, zufahren und dann genug früh am Ziel sein und dann noch Challenges lösen oder halt abschätzen wegen den Punkten. Lohnt es sich zum unterwegs mal anhalten, eine Challenge machen, wo vielleicht auch eine Stunde Zeit braucht oder nicht. Ich glaube, es kommen die Fans. Sie versuchen, da raufzukommen. Aber sie checken es nicht ganz. Der Mond kommt dort oben noch. Die Sonne ist gerade untergegangen. Boah, hey, richtig schön. Ich freue mich mega zum da pennen. Ich habe jetzt gedacht, ich tue mal ohne Tarp, weil ich glaube, so feucht es jetzt nicht werden, auch wenn es unter freiem Himmel ist. Vielleicht hat es eine schöne Sternennacht, wäre mega geil. Wenn ich verwache in der Nacht, nehme ich auch einmal mit zu diesen Sternen. Weil da aussen hat es nicht so viel Lichtverschmutzung. Da könnte es schon noch sein, dass man es recht schön sieht. Hey, nein, es war mega cool. Der Florin und der Pascal waren noch da. Die bringen mir jetzt noch mal zu trinken, weil ich habe fast kein Trinken mehr und ich darf nicht weiter weg wie 50 Meter von meinem Hobel. Darum sind sie so lieb und bringen mir noch mal ein bisschen Wasser. Sonst hätte ich nämlich den Hobel ins Dorf stoßen und wieder stoßen oder drinnen schlafen. Oder Strafpunkte in Angriff nehmen. Aber das hat mich angeschissen, aber so richtig. Es war ein schöner Tag, wirklich.
Langsam gewöhnt man sich auch so ein bisschen an die Kamera, dass man einfach immer mal wieder reinreden und alleine ist. Und eigentlich nur mit der Kamera kann schwätzen. Schwierig gefallen, tut mir bis jetzt eigentlich ja, eben bis auf die Haare abhauen. Aber nichts mega. Ich habe nicht das Gefühl, weißt, ich vermisse etwas oder etwas ist ganz schwierig für mich. Oder allein sein. Ich bin sehr gerne allein. So, mein Wassertransport ist da. Da kommen wir aus dem Wald rausgeschossen. Geil, Mann. Hat er es gefunden? Ja. Fucking hell, darf ich nachgehen? Gott verdammt sich. Boah, es hat viel, Mann. Ich muss jetzt reinkriechen. Schaut mal, sehen Sie das da? Ja, man sieht sogar in der GoPro, Mann. Zieh es da rein. Bis morgen oder später in der Nacht, falls ich nicht schlafen wegen diesen scheiß Schnaken. Schnaken sind übrigens Mucken, falls ihr euch fragt, wann er redet. Genau. Also, good night. So Freunde, es geht langsam auf den Abend zu. Der Mond ist dort schon am Scheinen. Und das heisst, die alltägliche Fragerunde steht da, und zwar die Fragen vom Abend. Die bleiben gleich. So können wir vielleicht ein bisschen die Tage miteinander vergleichen. Also, Mofa vs. Wild, Fragenrunde. Mein Tag war sehr gut. Ein bisschen müde vom nicht mega gut schlafen. Dann aber gestartet und das Fahren ist tiptop gegangen. Die Challenges sind nicht so einschneidend wie gestern. Von dem her eigentlich tiptop. Ich hoffe einfach, dass die so gemeint sind, wie sie stehen. Also eben das mit der einen Bonus-Challenge, nackt fahren, noch 30 Minuten Mofa fahren, nackt fahren, habe ich so erledigt. Bin ich sicher, dass das wird passen. Ich glaube aber auch, dass wenn man das nicht sorgfältig durchliest, dass dann vielleicht gemeint wird, dass man 30 Minuten lang irgendwo ins Zeug rausfahren muss. Ich hoffe, jetzt alles passt bei mir. Von dem her, die Challenge war natürlich easy gewesen. Die andere Challenge bin ich nicht ganz zufrieden mit mir, weil ich halt auch selber falsch gelesen habe. Geht ja dort darum, möglichst viele Menschen zuzubringen, sich auf einem Stückchen Weg zu begleiten. Und ich habe dann in meinem Kopf gedacht, ja, es muss natürlich eine ganze Gruppe sein, oder? So viel wie möglich. Die grösste Herausforderung für meinen Hügel und meine Nerven war, dass es da gerade am Schluss auf dem Veloweg brutal steil aufgegangen ist. Ich eben natürlich mit dem Mono, das heisst, meine Kupplungen sind am Schleifen und ich wollte natürlich vermeiden, dass die jetzt heiß werden und da schmelzen oder weiss ich was, also dass die Kupplung durchgeht. Und der Seitenschutz schmelzt, wie man vielleicht auf dem letzten Roadtrip-Video gesehen hat, kann vorkommen. Haben gleichzeitig noch eine alte Tasche zwischendrin gehabt, mussten auf Reserve schalten und haben auf der GoPro keinen Akku mehr gehabt, beziehungsweise nur noch irgendwie 7%, die ich dann für das Ortsschild filmen wollte. Dort habe ich kurz die Schaller verflucht für die Route und schließlich auch ein bisschen meine Mofa-Wahl hinterfragt, obwohl mir natürlich klar war, ich fahre mit dem Mono. Überall, wo es steil rauf geht, wird ich Probleme haben. Heute habe ich auch das erste Mal so gemerkt, weil wir natürlich niemanden getroffen haben, wie es so ist alleine. Was okay ist. Ich meine, es ist ein wunderschöner Tag, es ist ein schöner Ort. Man kann natürlich einfach nichts mehr machen hier am Abend. Ich habe den Wald genossen, ich habe es genossen, um mein Shelter aufzubauen. Aber ja, so allein sein, das ist schon etwas, was man sich nicht so gewöhnt ist. Was vielleicht auch mal gut ist, um das ein bisschen erleben. Also Dario, da ist Gabel. Jawohl. Jetzt Heu. Das ist doch kriminell. Schwierig mit Händen und Füßen. Wenn ich jetzt eben weiterfahre und es passiert etwas,